Mittlerweile geht, ich glaube gar nicht mehr so
여유가 없는 학생이.
Hallo zusammen, könnt ihr mich gut hören? Vielleicht so? Ich glaube, das klappt, ne? Wunderbar, herzlich willkommen zu Rechnerstrukturen im neuen Jahr. Professor Chen ist ein paar Minuten verspätet, die Deutsche Bahn macht es möglich, deshalb darf ich für die ersten paar Minuten hier anfangen und dann kommt er hoffentlich gleich dazu. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Start ins neue Jahr, habt die freien Tage alle ein bisschen genossen, ich zumindest habe das gemacht. Und ja, für Rechnerstrukturen bedeutet das, es geht in den Endspurt, die letzten 4 Wochen Vorlesungen jetzt, glaube ich. Und dann geht es in Richtung Klausur. Schauen wir mal, wo das so hinführt. Was haben wir denn eigentlich gemacht, wenn ihr mal ganz tief in der Erinnerung aus dem letzten Jahr kramt? Wo haben wir aufgehört? Wir hatten uns mit dieser ganzen Assembler-Programmierung beschäftigt. Da gab es so einfache Dinge wie Additionen, Subtraktionen, da gab es diese ganzen Speicherbefehle, Loadword, Storeword, um Register in Speicher zu kopieren und andersrum. Und dann gab es etwas kompliziertere Befehle, Vergleichsbefehle und Sprungbefehle, mit denen man sowas wie If-Else-Bedingungen oder Schleifen realisieren konnte. Und das haben wir uns alles angeguckt und sind irgendwie darauf gestoßen, damit kann man eine ganze Menge schon realisieren, was wir sonst in Programmiersprachen realisieren können, aber Funktionsaufrufe, wiederkehrende Funktionen, rekursive Funktionen, Übergabe von Parametern an Funktionen, das ließ sich damit noch nicht so ganz realisieren und da fehlte einfach was und deswegen haben wir uns in der letzten Vorlesung vor dem Jahresende letzten Jahres Stapelprogrammierung, also Stack-Programmierung angeguckt mit linkenden Sprungbefehlen. Das Ganze war ja auf Englisch und wie versprochen ab heute die Wiederholung auf Deutsch dazu. Und damit geht es genau los. Was ist erstmal das Wichtigste, wenn ich irgendwie Funktionsaufrufe mache? Ich habe eine Funktion a, die ruft eine Funktion b auf, dann will ich natürlich, dass die Funktion a, nachdem b fertig ist, genau an der Stelle weitermacht, wo a b aufgerufen hat. Das kann ich natürlich statisch mit irgendwie Jump-Befehlen und Labeln machen, das funktioniert dann aber nur, wenn ich die Funktion b aufrufe, einmal aufrufe. Wenn ich jetzt annehme, ich habe eine Funktion a und eine Funktion c und beide rufen die Funktion b auf, kann ich nicht mehr in die Funktion b einfach ein Jump, Label, irgendwas reinschreiben, weil ich wüsste ja gar nicht, ob ich zurück in a oder zurück in b springen muss. Deswegen brauche ich irgendeine Funktionalität, wo ich einen Funktionsaufruf machen kann, einen Sprung in die Funktion b und wo ich mir merke, wo ich diesen Sprung ausgeführt habe, damit ich danach, wenn die Funktion b fertig ist, wieder an die richtige Stelle zurück in a oder in c springen kann. Und dieser Befehl ist genau der hier steht. Ich gucke mal kurz, ob ich meinen Stift hier hinbekomme. Das funktioniert ja großartig hier heute. Das ist der Jump and Link Register Befehl. Jump and Link ist ein ähnlicher Befehl, den hatten wir uns, glaube ich, auch schon angeguckt. Die Idee ist, ich springe zu einer Adresse, die ich in irgendeinem Register berechnet habe und speichere mir die Rücksprungadresse, das ist die Zieladresse, wo ich hinspringe, speichere die Rücksprungadresse in ein anderes Register rein, also die Adresse, von der aus ich gesprungen bin und gut, auf mein Sprungziel kann ich noch ein Immediate drauf addieren, damit ich es ein bisschen flexibler halten kann. Also wie funktioniert dieser Befehl? Das Register RD bekommt den aktuellen Program Counter plus 4. Was war der Program Counter nochmal? Der zeigte immer auf die Instruktion, die gerade ausgeführt wird, beziehungsweise die nächste Instruktion im Code, die ausgeführt werden soll. Das heißt, aus meiner Funktion a, aus meiner Funktion c, der aktuelle Program Counter plus 4. Die nächste Instruktion ist genau die nach dem Sprung zu b ausgeführt werden soll. Das ist der erste Teil davon. Der zweite Teil sieht ein bisschen komplizierter aus. Vom Prinzip, ich springe zu der Adresse, also ich setze den Program Counter auf die Adresse, die in Register RS steht, plus mein Immediate-Feld, was ich angebe, Vorzeichen erweitert auf 32 Bit, okay, das kennen wir. Von der gesamten Berechnung nehme ich aber nur die obersten 31 Bit und hänge eine 0 hinten dran. Das Ganze ist eine etwas kompliziert geschriebene Semantik, das kommt daher im Handbuch RISC-V Instruction Set Manual Volume 1, kann man googeln, da steht es wirklich drin. Steht eben drin, dass die Jump-and-Link-Instruktion diese Adresse berechnet, also Register RS, plus die Vorzeichenerweiterung der Konstante und davon das unterste Bit ignoriert. Und das ist genau dasselbe, wie wenn ich nur die obersten 31 Bit nehme und eine 0 hinten dran hänge. Warum mache ich das? Weil ich nicht auf beliebige Adressen springen möchte. Wir hatten ja gesagt, Befehle sind immer 4 Byte breit. Das heißt, es macht keinen Sinn, Sprungadressen, Sprungziele
Byte genau adressieren zu können, weil da fängt ja keine neue Instruktion an. Das heißt, es macht sowieso nur Sinn, wenn meine Sprungziele Vielfache von 4 sind. Jetzt möchte man sich gerne die Option offen halten, vielleicht auch 2 Byte breite Befehle zu realisieren in einem Prozessor. Deswegen hat man hier den Kompromiss, dass die Jump-and-Link-Instruktion auf 2 Byte alignte Adressen springen kann und deswegen mache ich das einfach mit der 0 unten ignorieren. Also Halbwortlänge zu springen. Das ist die Idee hier. Wie funktioniert das jetzt alles? Okay, hier unten ist ein Beispiel. Ne? Habe jetzt diese Instruktion, Jump and Link Register x1, x2, 0x74. Okay, irgendwas steht in Register x2 schon drin, nämlich 0x FFFF 000. Und der Program Counter steht meinetwegen auf der Adresse 400000. Wie sieht es nach diesem Befehl aus? Der Program Counter steht auf der Adresse FFFF 078. 78, genau, das ist die nächste Adresse, die ausgeführt wird. So, hier. FFFF 7F4, also das, was vorher in dem Register stand, plus die Konstante. Und das Register x1 wird auf die Adresse gesetzt, die der Program Counter vorher hatte, also die Adresse, zu der ich am Ende zurückspringen möchte. Das ist die ganze Magie dahinter. Dann kann ich meine Funktion b ausführen. Was macht die Funktion b am Ende? Die Funktion nutzt den Jump-Register-Befehl, um einfach an dieses Register x1, wo ich eben meine Rücksprungadresse, meinen Program-Counter plus 4 vorher hingespeichert habe, zurückzuspringen. Und dann lande ich wieder genau an der Stelle, wo ich den Code vorher aufgerufen habe. Macht Sinn soweit? Hier sieht man nochmal das Format der Instruktion. Das ist das I-Format, also 12-Bit Immediate, die Zielregister, Functionfeld, Opcode. Das kennen wir alles. Es ist einfach eine andere Instruktion, die genau diese Semantik halt realisiert. Okay. Dann können wir auch direkt ein bisschen weiterschauen, was man daraus macht. Ich hatte ja gesagt, das ist die eine wichtige Sache, dass ich weiß, von wo ich gekommen bin, um an diese Stelle zurückspringen zu können. Die zweite wichtige Sache sind natürlich Parameter, die ich einer Funktion übergebe. Stellt euch vor, ihr habt eine Funktion, die bekommt einen Parameter und die ruft sich rekursiv mit einem anderen Parameter wieder auf. Da muss ich ja jedes Mal, wenn ich diesen Code ausführe, einen anderen Parameter haben. Wenn ich mit einem Aufruf der Funktion fertig bin, muss ich aber wieder dahin zurückkehren, dass mein Parameter der alte Wert von einem vorherigen Aufruf war. Das heißt, ich muss mir immer Parameter irgendwie zurückschreiben können, muss sie immer mir merken, wenn ich einen neuen Funktionsaufruf mache und dann wieder herstellen. Hi. Okay. Das haben wir hier als Beispiel einmal stehen. Zum Beispiel ein Programm, das hat eine Funktion a, b und c. Am Anfang ruft es Funktion a auf, Funktion a ruft Funktion b auf, Funktion b ruft Funktion c auf und Funktion c tut dann irgendwas. Sollten wir nicht tauschen? Ist einfacher hier, oder? Weiß ich nicht. Mir egal. Ja, wir können tauschen. Okay, dann übergebe ich. Hallo? Ja. Hallo? Frohes neues Jahr. Es tut mir leid. S1 war nicht pünktlich. Dauert länger, als ich gedacht habe. So, wir haben vor Weihnachten über das Stapelprinzip schon gesprochen. Damals hatte ich versprochen, dass ich nochmal auf Deutsch machen sollte. Das hat Christian schon gesagt. Wir haben eine Funktion und diese Funktion ruft Funktion a auf und dann Funktion a ruft Funktion b auf und Funktion b ruft Funktion c auf. Die Frage ist, wie kann man das speichert mehr Platz bekommen? Und das Konzept Stapel ist ganz wichtig für Informatiker. So, wenn man das Prinzip Stapel nicht richtig versteht, dann ist es gefährlich, dass man nicht richtig Programm schreibt. Okay?
wir bekommen während der Laufzeit vom Programm mehr Platz, sodass wir die Temperaturinformation an diesem Platz speichern können. Und wir benutzen das Konzept, dass wenn wir mehr Platz benutzen möchten, dann bekommen wir mehr Platz von oben. Und wenn wir weniger Platz brauchen sollten, dann machen wir weniger Platz auch von oben. Es bekommen, wenn wir zurzeit schon bis C haben und dann Funktion C ist schon ausgelaufen, dann haben wir die Platz reduziert. So, dann. Wie können wir das Konzept Stapel realisieren? By the way, stapelt auf Englisch ist Stack. Sie haben auch schon im Tab 1 das Konzept Stack kennengelernt, glaube ich. So, Stack ist first in, last out. Okay? So, das ist auch gleich Konzept hier. Aber das ist dieser Stack ist nicht gleich Stack, wie sie in Tab 1 benutzt. Okay, so, wir bauen diesen Stack Pointer und wie wir früher schon gesagt, es gibt zwei Speicherbereiche. Einer ist Datei und andere ist Stack. Für Datei bekommen wir eine Anfangadresse von oben. So, deswegen, wenn wir mehr Dateien vom Heap vom Constantbereich benutzen möchten, dann ist diese Datei in dieser Richtung vergrößert. Okay? Wenn wir über Stack gucken, die Anfangadresse von Stack ist mit großer Adressraum. So, wenn wir mehr Speicherplatz von Stack benutzen möchten, dann bekommen wir mehr Platz, wenn diese Adresse kleiner ist. Okay? So, was wird gedacht hier? Wir haben diese Anfangadresse von Data und diese Anfangadresse von Stack. Und wenn die zwei, wenn das Bereich groß genug ist, dann haben wir die zwei Segmenten, Datei und Stack, ganz separat benutzt. Wenn die zwei leider überklappen, dann haben wir nicht richtig Programm verhalten haben. So, das ist sogenannte Stack Overflow und Buffer Overflow. Und deswegen, was bauen wir jetzt? Wir haben eine feste Anfangadresse von Stack mit Hochdresse. Wenn wir mehr Platz bekommen möchten, dann setzen wir diese Stack Pointer mit kleiner Adresse, wenn wir mehr Platz brauchen, und setzen zu hoher Adresse, wenn wir weniger Platz brauchen müssten. Okay, so das hier ist keine Datei mehr. Okay, so wenn wir nochmal zurückgehen, so das glaube ich ungefähr hier. Oh, nicht. Da. Okay, gucken wir. So, deswegen, wenn wir über die zwei Segmente gucken, Datei ist von dieser Adresse anzufangen und Stack ist mit anderer Adresse anzufangen. Okay? Und die zwei sind gegen andere Richtungen zu vergrößern. Okay, so dann 70, glaube ich.
73. Okay. Von Rex 5, Register 2 ist unser Stack Pointer. Das bedeutet, wir sollten einfach Register X2 für Stack Pointer benutzen. Okay, so was ist diese konkrete Realisierung von den drei Prozeduren? Wir haben zwei wichtige Register, die wir aufpassen müssen. Eine ist Register 1. Register X1 ist die Return Adresse und andere ist Register X2. So, wir gucken zuerst über Register X1. So, Christian hat schon noch einmal über Jump and Nick gesprochen. So, wenn wir eine Funktion aufrufen möchten, dann sollten wir Jump and Nick benutzen. Wie können wir machen? So, hier diese Main-Funktion ruft Funktion A auf. So, wir sollten Jump and Link Register X1 und die Adresse zu springen ist Funktion A. Okay? Dann nach diesem Befehl fangen wir mit dieser Funktion Art. Und in dieser Funktion Art, was sollten wir machen, ist, dass wir über Befehle bearbeiten. Und dann, bevor wir Funktion B rufen auf, müssen wir diese Register X1 speichern. Ansonsten, wenn wir noch einmal Jump and Link benutzen, dann haben wir X1 verloren. Okay? Das ist ganz wichtig. Wenn wir Jump and Link benutzen möchten, müssen wir immer X1 speichern. Und wo sollten wir X1 speichern? Speichern wir auf Stapel. So, dann setzen wir zuerst X1 zu Stack und dann machen wir Jump and Link Register. Jump and Link zu Funktion B und dann erreichen wir Funktion B. Dann natürlich machen wir etwas anderes. Dann bevor wir Funktion C aufrufen, dann müssen wir das X1-Register noch einmal in Stack lassen und dann machen wir Jump and Link zur Funktion C. Dann wir sind jetzt Funktion C. Funktion C ist unsere letzte Funktion. Dann sollten wir die Adresse zurückgeben. Dann wir haben einfach Jump Register X1. Welcher X1 ist dieser X1? Dieser X1 ist dieser Befehl plus 4. Ist der nächste Befehl nach dem Aufruf von Funktion C. Ja? Okay? Dann, wenn wir diese Funktion zurück zur Funktion Art springen möchten, dann sollten wir jetzt die Inhalte von Register 1 von Stapel zurückschreiben. So, dann schreiben wir X1 mit den Inhalten von Stack und dann Jump Register X1. Dann erreichen wir diese Adresse hier. Okay? Dann können wir jetzt auch das in Register 1 zurückschreiben. Dann bekommen wir diese Adresse zu rückrufen. Dann bekommen wir Jump Register X1 noch einmal und dann erreichen wir diesen Befehl. Okay? Ist das klar? Oder nicht?
So, das Konzept ist ganz einfach. Register X1 ist immer kaputt, wenn wir Jump and Link benutzen. So, wenn wir eine neue Funktion aufrufen möchten, dann sollten wir zum ersten Register 1 in Stack lassen. Nach dem Aufruf der Funktion sollten wir X1 vom Stack zurückschreiben und dann bekommen wir die richtige Return-Adresse, sodass wir richtig zurückspringen können. Okay, dann wir haben auch über die zwei Methoden, CallerSave und CallerSave gesprochen. CallerSave bedeutet, dass der Caller sollten die Inhalte vom Register speichern und CallerSave, es ist einfach der Gegenteil, dass der Callie-Funktion sollte die Daten zurückschreiben. Dann, wenn wir über CallerSave gucken, zum ersten Caller sollten die Register writen und sollten die Register im Stack lassen. Und dann, nachdem kann der Caller Jump and Link Register benutzen. Dann, wenn wir einfach CallerSave gucken, dann der Caller macht fast gar nichts. Der Callie muss alles machen. Okay. Natürlich, wir können sagen, dass wir benutzen ganz beide, CallerSave und CallerSave, aber in Praxis haben wir die Benutzung von Registers. Ein Part sind mit CallerSave, ein Part sind mit CallerSave. Das ist mit, I forget the name. Convention. Sorry, thanks. The CallerSave and CallerSave Convention genannt. So, was haben wir? Wir haben dort schon eine Frage auf Slido schon gefragt. Wenn Sie noch unsicher sind, bitte noch einmal über die Lösungen von Slido gucken. Okay. Das Konzept ist nicht schwierig, wenn wir über zum Beispiel Save-Registers gucken. Das bedeutet, diese Register sollten Cross-Funktion-Aufruf richtig sein. Das bedeutet, der Callie muss diese Register immer richtig zurückschreiben. Wenn wir über Temporary Registers von Caller benutzen möchten, dann nach dem Aufruf von Funktionen, es kann sein, dass diese Temporary Registers nicht wie früher sind. Es bedeutet, der Caller muss diese Temporary Registers verantwortlich speichern und sichern. Okay, so what you can think is that if you use, you can think what you perceive, the Save registers in this terminology imply that they are safe all the time. So that when can you guarantee that the registers are safe all the time? That means that the callie always has to preserve the correctness of the safe registers. The callie is responsible of storing the data, the registers, when it uses the safe registers. The temporal registers are supposed to be temporal. So if the caller doesn't care about the temporal registers, the callie doesn't care about the temporal registers neither. So the callie doesn't take
actions for the temporal registers. The caller doesn't have to take care of the temporal registers unless the caller considers the temporal registers are important. So that means that if the temporal register is no longer going to be used after calling the callee, then the caller doesn't have to do anything. But if the caller calls a function and would still like to use the register x5, then the caller has to take the responsibility to store that. The callee would not preserve this correctness across function calls. Okay, gut. Dann, wir haben auch über Call-by-Value und Call-by-Reference gesprochen. So, Sie kennen schon mit Java-Programmierung und auch mit C oder C++, mit die zwei Möglichkeiten. Das Call-by-Value, es ist einfach die Funktion, dann mit Scalar-Datentypen zu benutzen, zum Beispiel Integers, Characters und weiter. Und das ist normalerweise Call-by-Value, wenn dieser Wert nicht verändern sollten. Und bei komplexen Datentypen, zum Beispiel Arrays, Objects, man wird normalerweise Call-by-Reference. Also der Unterschied ist, dass Call-by-Value ist einfach nur der Wert aus Parameter in Funktion zu geben. Und wenn wir Call-by-Reference benutzen, dann setzen wir die Reference vom Speicher, die Adresse vom Speicher als Parameter in dieser Funktion zuzugeben. So, wir können noch einmal gucken über diese Prozedur Swap. Und Swap ist eine Funktion, dann wir bekommen zwei Parameter. Ein ist die Anfangadresse von Array V und andere ist ein Integer k. Und der Semantik ist einfach das, wenn wir diese Funktion Swap rufen, dann einfach Swap umtauschen wir zwei Stellen, ein von Stelle k und Stelle k plus 1 von dieser Array. Nehmen wir an, dass Integer 4 Bytes sind. Das bedeutet, wenn wir über die richtige Adresse von k und k plus 1 umrechnen, dann das ist immer mit der Granularität von 4 Bytes. Okay, so, was sehen wir hier in dieser Funktion? Es ist einfach, wir laden zuerst ein Konstanten 4, weil wird für Integers jeder Element 4 Bytes gibt. So, dann man wird die Register x5. Was ist x5? Hier ist x5 ist für uns ein Temporal Register und dann man wird zum Beispiel so x5 mal x11, so x11 in dieser Fall ist k, so hier ist x10, Entschuldigung, so hier ist x10, hier ist x11, warum x10 und x11? So x10 ist das Register vom ersten Parameter und x11 ist die Register von dem zweiten Parameter. Das bedeutet, hier ist x10, hier ist x11. Okay? Und dann machen wir x11 mal 4. So, diese ist unsere Adresse von Offset von
Entschuldigung, nicht Adresse. Hier ist einfach 4 mal K und dann 4 mal K plus die Anfangadresse von Array V. Dann bekommen wir einfach die Speicheradresse von diesem Element von Array K. Okay? Dann bekommen wir die Adresse von W von K und dann können wir die zwei Werte vom Speicher laden. So laden wir zuerst laden wir zuerst den Inhalt von Register X5 zum so it's very difficult to address this. Laden wir den Inhalt von dieser Adresse im Inhalt Register X5 zum Register 15. Okay, speak this in English. We load the content in the main memory with the address specified in X5 to X15. Okay, this is here. Dann laden wir das nächste Element im Register X16. Okay. Dann schreiben wir einfach in andere Richtung. Dann schreiben wir den Wert von Register X16 in die Adresse von X5 und schreiben wir Register X15 in die Adresse X5 plus 4. Dann haben wir richtig die zwei Elemente umtauschen. Okay? Das ist einfach. Wir brauchen kein Temporegister, wir brauchen kein Tempo-Variable. Wir haben einfach zwei Register benutzen, dann können wir die zwei Register einfach umtauschen. Okay, das ist das Programm. Dann werden wir nochmal dieses Programm gucken. Welche Register haben wir benutzt? So, wir haben X5, so X5, X15, X16 benutzt. Okay. Dann wir sollten jetzt die Prolog und Epilog von dieser Funktion gucken. So, wenn wir über Startperiode bearbeiten möchten, wenn wir eine Funktion aufrufen, dann von der Anfang von dieser Funktion brauchen wir ein paar Platz, um Stack zu schreiben. Und am Ende der Funktion brauchen wir ein paar Platz vom Stack auszugeben. Okay? So, hier nennen wir mit Prolog und Epilog. So, für Prolog haben wir schon 3 Register hier benutzt. Dann, wir sollten genug Platz für die 3 Register bekommen. So, die 3 Register brauchen wir und zusätzlich brauchen wir auch X1. So, dann deswegen benutzen wir zusammen 4 Register, X5, X15, X16 und X1. Deswegen brauchen wir zusammen 4 mal 4 Bytes. So, wir sollten zuerst 16 Bytes wir sollten zuerst 6 Bytes vom Stack bekommen und dann lassen wir die 4 Register in dieser Bereich von 16 Bytes. So, hier ist unser Register, hier ist unser Stack Pointer Register. Dann, wenn wir 16 Bytes bekommen möchten, dann sollten wir in diese Richtung anfragen. So wie
ich schon früher gesagt habe, wenn wir mehr Platz benutzen möchten, dann sollten wir diese Stack Pointer in geringe Adresse setzen. So deswegen, wir 16 Bytes benutzen möchten, sollten wir x2 minus 16 einsetzen. Und dann lassen wir, so, dann hier, nach dieser Stufe ist x2 hier, minus 16. Dann können wir diese x5 und diese Adresse so, zusammen von x2 bis x2 plus 3 einsetzen. Und dann x15 können wir von x2 plus 4 bis x2 plus 7 schreiben. Und dann weiter x16 und weiter x1. Okay? Das ist einfach der Prolog. Und wenn wir den Gegenteil Epilog noch einmal gucken, dann das ist fast ähnlich. Wir sollten zuerst den Inhalten lesen. So, wir schreiben dort zuerst x5, dann x15, dann x16 und dann x1. Dann sollten wir auch gleich, wir laden x5, x15, x16 und x1 zurück. Und dann am Ende geben wir den Platz zurück. Okay, so den Platz am Ende geben wir bei diese x2 zu den richtigen Adresse zu setzen. Die Adresse ist richtig. Wir haben 16 Bytes von dieser Funktion aus Stack benutzt. Dann sollten wir ADI Register x2 plus 16 zurücksetzen. Okay? Gut. Dann natürlich, man kann einfach fragen, warum sollten wir zuerst im Prolog Adresse bekommen und am Ende im Epilog die Adresse den Platz zurückgeben. Warum nicht gleichzeitig von Anfang oder am Ende? Also es gibt keinen Unterschied, ob wir von Anfang oder am Ende den Platz bekommen oder den Platz zurückgeben. Man wird nur über die Befehle hier gucken. Okay? Aber leider es ist nicht richtig, wenn wir hier im Epilog diese Adresse zu früh zurückgeben, dann es kann problematisch sein. Warum gibt es Probleme? Das ist nicht einfach von dieser Funktion hier gucken können, aber das ist wegen der zum Beispiel Unterbrechung von anderen Prozeduren oder von anderen Interrupt Service Routine. Also werden wir später noch einmal gucken, aber das ist, wenn wir diese Prolog und Epilog richtig benutzen mussten, sollten wir einfach das Prinzip sich erinnern, dass wenn wir etwas schreiben mussten, sollten wir zuerst den Platz bekommen. Deswegen ADI von dieser Stack Pointer ist immer von Anfang. Okay? Wenn wir den Platz zurückgeben sollten, dann geben wir nur, wenn wir nichts mehr von diesem Platz benutzen mussten. Okay. So the concept is very simple. It looks like that you have the freedom, but you don't have. Okay? You cannot say that I want to put this at E somewhere. You can do anything you want.
and just put the correct offset. Yes, that's correct. By looking at this program. But when you consider other service routines, it's possible that your process is interrupted by the others. And if you already set a stack pointer too early to somewhere else, either you would not be able to get the right data later on, or you would not be able to write to the right address later on. So the very, very basic principle is that when you need to get the price, when you need to write to a new price in a stack, get a price first. Allocate the price you need to write as your first step. Don't think about others. Put manipulate the stack pointer at the beginning of the prologue. When you need to give back the edge, the space you allocate for the stack, give that back only when you don't need that anymore. Don't do it in the middle. So put the manipulation of the stack at the end of epilogue. Anything in between looks correct from the program's perspective, but they are wrong. They are not correct in practice. Das ist auch alles wieder eine Sache der Konvention. Also die Annahme ist, alles, was oberhalb des Stackpointers liegt, ist frei benutzbar. Das heißt, wenn irgendein anderes Programm herkommt und sieht, der Stackpointer zeigt auf eine bestimmte Stelle, wird das Programm anfangen, den Stack oberhalb dieser Stelle zu benutzen. Ihr müsst also sicherstellen, dass immer dann, wenn ihr den Stackpointer neu setzt, ihr wirklich nicht mehr auf Inhalte oberhalb davon zugreifen müsst. Weil das ist einfach die Konvention. Einfach die Konvention, die Richtigkeit von Stack zu benutzen. Stack ist ja eine Konvention. Yeah, okay, good. Is that clear? So I've seen a lot of wrong programs with a wrong manipulation of the stack. So in many processors, you have something called stack frames, stack pointers. Keep this concept always in mind that when you need to get something, you need to write something, get a space first. Manipulate the stack pointer at the beginning. When you don't need something, put a stack pointer, manipulate a stack pointer at the end, but not in the middle. Otherwise, you are risky your correctness of program. Okay, gut, das war alles über Stapel vor Weihnachten. Dann Swap ist natürlich auch ganz wichtig, wenn wir über Sorting gucken. So ist ein Algorithmus, Insertion Sort. Sie kennen vielleicht schon Bubble Sort, etwa Sorting, Quick Sort und anderes. Ja? So diese Vorlesung ist nicht dabei. Wir gucken hier, wie wird einfach dieser Sorting-Algorithmus in Assembler umsetzen. Okay, so. Was haben wir hier über dieses Sorting? So, wir haben zusammen Elementen von einem Array V. Dann haben wir zwei Schleifen. Schleife von draußen ist einfach i von 0 bis n-1. Und jede Stufe ist zum i plus 1. Dann, was machen wir? Hier ist der innere Schleife. Fangen wir von j zum i minus 1 bis bis diese Bedingung. Und in jeder Stufe, wenn diese Bedingung richtig, dann machen wir j zum j minus 1 weiterzumachen. Und dann machen wir einfach Swap. Was bedeutet jetzt hier ist das, wenn wir diese Zahlen gucken, wenn diese Zahl ist
kleiner, ist größer als die nächste Zahl in diesem Array, dann sollten wir umtauschen. Okay? Gut. Dann am Ende, nach dieser Index i, was können wir sagen, ist, dass wir haben vom Index nur bis i richtig geordnet. So, das ist einfach so. Nehmen wir an, dass wir vom Stelle nur bis Stelle i minus 1 richtig geordnet. Dann, wenn wir über Stelle i gucken, dann haben wir einfach die richtige Stelle, am Stelle i dort zu machen. Okay? Gut. Das ist einfach so. Dann, wir sollten dieses Programm im Assembly umsetzen. So, diese Funktion haben wir noch einmal zwei Parameter. Ein ist v, ein ist n. So, v ist im Register x10, n ist im Register x11. Und dann, wir benutzen i und j und etwas. Okay, so i ist x21, j ist x22. So, x21, x22 sind Ceph-Register und es gibt andere Register, die wir benutzen können. So, ich würde Register x10 eine Kopie machen, in Register x19, Register x11, in Register 22 und weiter. So, es sieht so aus, sieht ein bisschen komisch aus, aber das ist nicht so schwierig zu verstehen. So, I'm not very sure how I do it. How do I draw a rectangular? With Brock? Freihand. If I want to mark this out, how do I do it? No idea. Can I just do it like this? Doesn't work? Okay. Okay, makes no sense. So, okay, hier einfach zwei Copies. So, Register x10, man wird zum Register x19. Das bedeutet, x19 ist einfach Register x10 und x20 ist einfach Register x11. Okay? Dann Register Variable i setzen wir zum Register 21. So, i fangen wir mit nur. Dann, das ist eine Vorschleife. Dieser Vorschleife haben wir diese Anfangsbedingung. So, i ist zu nur geordnet. Und dann gucken wir, ob diese Bedingung erfüllt ist. So, diese Bedingung ist, ob i kleiner als n ist. Wenn wir im Assembly umsetzen, machen wir immer mit Negation. Wir benutzen jetzt Branch greater equals. So, wenn i greater than or equals to n, dann springen wir aus. Okay, deswegen benutzen wir Branch greater than greater equals. So, wenn i is greater than or equals to n, dann springen wir zum hier. Okay? Das bedeutet, es ist die Ende. Ja? Okay? Wenn nein, dann machen wir dieser Inner Loop
Entschuldigung. Wenn nein, dann machen wir diese innere Schleife. Okay? Und diese innere Schleife mache ich mit anderer Farbe. So, diese innere Schleife ist so groß. Wie groß ist es? Ist so groß. Okay? Also, es ist ganz egal jetzt. So, es ist ganz groß. Und am Ende der Schleife machen wir I zu I plus 1 zugeordnet. Das ist hier diese I zu I plus 1 zugeordnet. Ist einfach. Nicht richtig Farbe. So, Cyan. So, dieser Befehl ist dieser Befehl. Okay? Und am Ende der Schleife, wenn wir die nächste Schleife, die nächste Iteration weitermachen möchten, dann wir sollten zurückspringen. Das ist einfach die Loop. Okay? So when you look at the outer loop basically has this instruction and this instruction, this instruction, and this instruction. The 4 instructions are for the outer loop. Okay? Any question? So when you when you really look at the assembly, you need to know where you are looking. It's a for loop. A for loop has 3 parts. The initialization, okay? The body of the loop. The initialization is the first instruction. When we enter the body of the loop, we have to check the condition. This condition is usually checked with a negation. And if this condition is fulfilled, we will continue to run the loop. And before we run the next iteration, we would do the last part update. And this is the 3rd instruction here. And the last instruction is to continue the loop. Okay, good. The for loop, the 3 conditions you see here would always result in those instructions. Okay? So now let's have a look of the inner loop. The inner loop has the first one. J ist I zum I minus 1 zugeordnet. So I ist x 21 minus 1 ist x 22. So x 22 ist unser J. Und dann es gibt diese Bedingung. So, diese Bedingung. So, mit dieser Bedingung müssen wir natürlich gucken, ob es geht oder nicht. Ja? So, das ist die Negation. Wir gucken, sollten. So, es bedeutet, wenn J kleiner als 0 oder V von J ist kleiner als oder gleich wie V von J plus 1, dann sollten wir springen, sollten wir ausspringen. Okay? Das ist 2 Möglichkeiten auszuspringen, dann machen wir einfach 2 Möglichkeiten. So, das machen wir zum ersten. J kleiner als 0.
zum Erst. Okay, dann können einfach Branch less than 0 oder Branch less than. Oder wir können auch Set less than Constant und dann Branch not equals. So, das bedeutet, dieser 2 ist für Teil 1 okay? Die 2 sind einfach zu überprüfen, ob J kleiner als 0 ist und springen einfach aus. Okay, dann machen wir weiter. Das ist Teil 1 und dann Teil 2 ist einfach hier. Okay? Wir sollten gucken, ob W von J ist kleiner als oder gleich wie V von J plus 1. Dann sollten wir einfach berechnen. Was sollen wir berechnen? Wir sollten die Adresse berechnen. So, die Adresse zum Ersten sollten wir die Adresse von V von J, das ist gleich wie früher, machen wir zum Ersten die J mal 4, das ist Lot Immediate x3 zum Konstant 4 und dann diese 4 mal J und dann bekommen wir die Offset von J und dann die Adresse V plus die Offset von J mal 4, dann bekommen wir die richtige Adresse von V von J im Register 29. Dann können wir zwei dieser Elemente laden, so Lotwort von dieser Adresse und die nächste Adresse und dann können wir vergleichen. So Branch less than or equals. So, wenn x13 ist kleiner als oder gleich wie x31, dann springen wir aus. So springen wir aus? Springen wir aus zum den Outer Loop x2. Okay, das war's. Okay, dann sollten wir diese Funktion Swap aufrufen. Okay, so diese Funktion Swap zum Aufrufen, diese Funktion Swap zum Aufrufen benutzen wir zum Ersten die richtige Vorbereitung vom Register. So, dieser Swap V ist xn und dann J ist x21, dann können wir einfach diese Adresse dort schreiben. So, wir setzen x10 und x11 zu diese Parameters und dann können wir jetzt Jump and Link benutzen. Jump and Link Swap, dann ist es Swap fertig. Jetzt sollte ich auch die zwei einmal gucken. Natürlich, die 2 add I und Jump zum For2 muss ich auch for Inner Loop erklären. Okay? So, is that clear? So when you analyze a for loop of a program, you first analyze the initial part and the condition part and the repeated part. So this part is usually at the end, and there's a jump back to for loop, and the initial part is before the label, then you have the conditional check. Any question? If no, then let's have a look of the registers we use. So if we use the convention, we do not have to preserve x10 and x11. F1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
wait a second. Why do I? Did I count it incorrectly or not? Let's do it again. Okay, sorry. Yes, so if we look at the convention, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 registers that we need to put into the stack. And this register x23 is a temporal register that we are not going to preserve that. Okay, so we have 8 bytes that we need to store. So together with x1, we need to reserve 9. Sorry, not 8 bytes. We have 8 registers we need to store in the stack. Together with x1, we need to store 9 registers. So es bedeutet, wir 63 Bytes brauchen. Und machen wir zum ersten noch einmal Prolog. Bekommen wir zum ersten 36 Bytes von Stapel. Und dann schreiben wir einfach die Register. Sie können sofort Ordnung durchschreiben, aber man muss die richtige Ordnung zurückbekommen. You can do any order you want to write. It doesn't matter. You can say you can say I don't want to write x20 first before x19. Yes, you can do whatever you want. The only thing important is that at E must be the first one. The other 9 instructions here can be arbitrary. If you are arbitrary here, you have to follow the same order in the epilogue. Okay? You can do any order you want, but the order should be persistent. Okay, so dann, das ist einfach Prolog, dann Epilog und dann am Ende springen wir zurück zum Dialektikregister. Hier ist die Zusammenfassung von Stack-Prinzip und Jump-Register, Jump-and-Link. Gibt es Fragen? So, I don't know whether you understand this or not, but I did not understand when I was a student, when I listened to that first time. I also did not understand it in the first semester, to be honest. Go ahead. My first semester was in chemistry, so I was just cheating. So when I listened to the stack concept as a non-computer scientist student, I was like, what is that about? And then when I started computer science later on, I really understand that, and I also can tell you that many programmers in the world do not understand this. And maybe I can also argue that if you don't understand stack well, then you are not even a qualified programmer, because you even don't know whether you get the right address or not. You don't know whether you try to read a variable, and then a variable gives you something random, and you think this is a bug in the computer or something else, but it's basically just that you use the register incorrectly. Sorry, the stack incorrectly. So, please. Man versteht das eigentlich ganz leicht, wenn man es mal selber macht. Wenn man ein Programm schreibt, was wirklich Dinge auf dem Stack sichern muss, Funktionen aufrufen, Parameter vorbereiten, und zum Glück kommt das auf einem Übungsblatt dran. Yeah, good. So I think it's not a problem if you are lost now, because I was always lost when I have to give this lecture. So, good. So what do you have to keep in mind is that the computer works by magic. And the first magic is the stack principle. You can think that you can basically get variables to be stored for free
as long as you want to use that, right? If you want to write a variable, a function, you somehow just declare a variable, it will be properly stored. When you do a recursive call, if you don't do any magic, it works. Why does it work? Because of the stack. Now, if you go back to this convention, that see A calls A, then A calls A again, then A calls A again, and A calls A again, and A calls A again, you will say, what is that about? Right? It's about stack. The first A has its own memory address. And when the first A calls the second A, the new address somehow magically is allocated. And when the second A calls the third A, the address is again magically allocated. So when you look at the three A's, although they are the same in a program, they are different at runtime because their memories are different. And to understand this concept of recursive function calls, you must have a clear understanding about stack. Otherwise, you are manipulating your memory address in a very unsafe manner, and your recursive call can result in a wrong manipulation of the memory because you want to get that object, but somehow it doesn't give you the right value, and it's because you use the wrong address. You think that you are operating on that address, but it's not because you're operating on your new address, and so on and so forth. Okay? Good. So I'm sorry I don't have a better way to explain stack, except giving you exercises and then having this to explain twice. But I think we are now at the same page that you hope that you understand the importance of stack. Good. Any further comments, Christine? Any interesting questions from YouTube? No. Okay. How many of you have used ChatGPT? No one? Yes? Okay. Maybe you can ask ChatGPT to explain a stack to you. Okay. I don't want to make a very brutal suggestion here or comments here, but there's a study from Stanford University that suggests that ChatGPT is not very useful for programming. And ChatGPT doesn't give you always the right suggestions in programming. And this is almost the same when you ask random people on Stack Overflow to explain you the concept of stack. You should understand stack after this lecture. And you should understand the difference of stack, heap, and data segments after you understand stack, and then you can explore the differences of them. And after that, I think you have better understanding about your memory. And of course, if you're interested to break the boundaries, my research group has now 4 research projects working on breaking down what I just said. So this guy here sitting next to me doesn't care about what we said today or last days. But we wanted to get better memory architecture so that you could understand. You can utilize the memory subsystem better. But to do that, you need to understand the basic convention and the concepts. And only after that you are able to do creative things. But if you are not able to even understand the memory layout, then you are not able to understand how much changes you can make to make the behavior aligned with what you want to achieve. Okay, gut, das war's für mich. So, wir sollten auch weitermachen. So, das wird, what's next topic? Und Sie hier? Indians. Was ist das? Indians, right?
Ja. Aber warum ist diese Folie hier, nicht hier? Okay, gut. Dann wir machen weiter zum Rechnerarchitektur. Man wird zuerst diese Befehlsschnittstelle und diese allgemeine Sicht der Befehlsschnittstelle. Das haben wir dort geguckt. Habe ich keine Ahnung, warum das geht. Wir sollten zuerst über Speichermodell gucken. Es gibt diese Zeitkomplexität des Zugriffs. So, es ist regende Verhärtung mit großen Arrays der Zugriff. So, wie lange dauert es, um Daten zu greifen. Und es gibt auch die Größe, die speichert, die wird zugreifen können. So, wie groß können wir die Daten zu adressieren? So, die Größe der adressierbaren Einheiten, so sollten wir jede Wort mit 4 Bytes zu adressieren, oder können wir einfach an jeder Byte zu adressieren. Und es gibt Alignment-Beschränkung. Diese Alignment-Beschränkung ist diese Einschränkung dann wird die Wörter auszugleichen. Das ist, wenn wir über Integers Daten zugreifen gucken, dann sollten wir immer mit Vielfalt von 4 mit Wortgrenze zu berechnen. Die maximale Größe des Speichers, das ist jetzt größer und größer, mehr größer, Terabytes und mehr Bytes. Natürlich, wir sollten auch diese gucken. Was wir machen zuerst, vielleicht nur heute, ist das Konzept Little Endianness und Big Endianness. Und mit Endianness genannt. So, die Ursprung ist Gulliver's Reisen. So, ich lese das Buch vor ein paar Tagen zu Kindern. So, die Frage ist, ob wird Ei am dicken oder dünnen Ende aufschlagen. Should we eat the egg from the thick side or from the the other side? The thick side, the thin side. Yeah. Sorry, after giving this lecture in German, my English becomes worse. Okay, so do we have a vote here? So, if you want to eat an egg, do you prefer the little Indian, the thin side, or the heavy side, the big Indian? Sollten wir nicht erklären, was das mit Informatik zu tun hat? Sollten wir nicht erklären, was das mit Informatik zu tun hat? Ja, bitte. So, as a computer scientist, the first thing of the day is to make a coffee and eat an egg to decide whether you want to have a big Indian or little Indian on a day. Okay. So which one is better? Und warum? Warum kommt next, oder? I don't think so. What is next?
Okay. Little Endian. Jetzt möchte ich doch wissen, warum. Warum? Does anyone here have an answer? Or has an argument why you like to take the thin side? Or you always check that or not? When you eat an egg, do you first check? Vielleicht ist es sehr schwer, ein Ei auf die dünne Seite zu stellen in einem Eierbecher. Ja, okay. Gut. So, gucken was. Ja. Okay, ich würde argumentieren, das lässt sich nicht so genau zu sagen. Ja. Man kann manchmal Big Endian benutzen und manchmal Little Endian benutzen. Okay? So, was bedeutet die zwei Dinge von Informatik? So, Little Endians, so that means that the most significant portion of the word is the low edges. Big Endian is the most important part of the word is the opposite. So the Little Endian, I'm a bit lost now. Okay, which one is which one? Okay, let me do it. I'm fat. So I'm so lost now. So the Little Endian, der am wenigsten significant Teil eines Wortes enthält die niedrige Byte-Adresse. So Little Endians. Big Endians, der signifikanteste Teil eines Wortes enthält die niedrigste Byte-Adresse. Okay? So, das bedeutet, wenn wir von einem Wort gucken, zusammen, zum Beispiel mit 4 Bytes, so Byte 0, Byte 1, Byte 2 und Byte 3, in dieser Richtung, das ist Big Endian. Wird anders setzen. So, man wird zum erst 3 und dann 2, dann 1 und dann nur. Dann das ist Little Endian. Wenn ich sage, least significant ist 0. Hm? Wenn ich das least significant Bit sage, ist Nummer 0. Das mit 0 und 3 ist verwirrend. Sorry. Okay. Okay. What did I say? Let's look at the example and then we'll understand what we are talking. Sorry. Okay, good. Let's first look at the example and then we know what we are doing. So, wir haben die drei, wir haben ein speichert mit 32 Bit Integer und diese Darstellung ist dann nur 1, nur 2, nur 3. Okay? Okay, gut. Dann für Big Endian machen wir einfach diese Ordnung. So nur, dann nur 1, dann 1 nur und dann 1, 1. Okay? So, für diese Adresse haben wir am Ende nur, dann nur 1, 1 nur und 1, 1. Das bedeutet, wenn wir über die 4 Bytes hier gucken,
für Big Endian, dann lassen wir einfach in die Ordnung. So, Byte 0 is more significant. Byte 1 is, am I in German or English? I don't know which language I'm using now. Okay, so let's repeat this again. So when we look at this one, so we have the 4 bytes starting with ended with address 00, 01, 10, and 11. Okay, with 4 bytes. The most significant byte is the first byte. The least significant byte is the last byte, and we order them accordingly. So that means that if you look at this big endian, then the output of this value would be first 0, and then 1, then and 3, 2, and then 3. If we look at the little endian, then, okay, so when we look at the little endian, we would organize that in a complete opposite manner. The most significant bit would be, the most significant byte would be the last byte. So that means that we would have to order this 0 here, and then order the 1 here, and then order the 2 here, and the 3 here. Okay? So let me repeat this again. So I hope now this is also clear for everyone. So we are interested in encoding this number 00, 01, 02, 03. The question is that how do we put it? We are going to use 32-bit. If we look at the organization in a way of bytes, and what we would do is we can have the freedom that we actually start with this order. So this is our most significant word, the second significant word, the third significant word, and this significant word. We follow this order. So we follow this order. The significant part of the word is the low address, because we increase that. Accordingly, it will be the big endian. Okay? We can do it in the opposite way. We can put the least significant part at the low address. So this gives you this one. And the most significant part to the high address. And you get the last one over here. Let's have a look of that other case when we want to encode the word ECL. If we use the big endian, then we would encode the word from ECL accordingly. If we would like to encode this word using the little endian, then we would put E as the least significant bit, least significant byte, and then L at the low address over here. So E would be put to the high address, and L would be put to the low address because of the encoding. So there are advantages, of course, with the big endians, because we can somehow look at the increments of the address, and we can directly get the next character in a string. And for the big endian encoding, you can actually increase the length of the string data type as arbitrary as you want. But if you look at the little endians, then you will not be able to do that. Okay, I think now we have a new question. So I was correct earlier. So when you look at
So this is a big endian. So when you would like to encode this, you will follow the order that the lower address encodes the most significant information. And when you look at the little endian, the most important information will be put to the high address. Or on the other hand, yeah. Okay? Good. Any question for this? I'm sorry, I was a bit lost because of the English and German, and also the phone overlay, and also the traffic and all the stuff today. So it was probably too much for one day. So, eine Frage. So, angenommen, 100 Integers werden am Stück oder Konvertierung von einem Computer zu anderen gesendet, können die Wörter auf den Zielrechner gefahrlos aus dem Speicher gelesen werden. So suppose that we have 100 integers that you would like to store in a computer, and you want to send that to another computer. Is there any chance that, yeah, you would have no problem to decode it? Ist mir tatsächlich mal passiert. So you write a program on your computer, and you send this program to your friend. And this program has an array of 400 bytes as integers. You tell your friend that I write everything in that array. You should be able to read that. Is this guaranteed to be always possible? INA 219 benutzt Big Endian. INA 219, the energy measurement chip, uses Big Endian. It's pretty confusing when reading out the results. Okay, I hope that the concept here should be clear now. Let's look at the results. Okay, very good. So that's the reason why we talk about endianness. So it depends, right? If you use different endianness in the encoding, then you would have problems to actually decode it. Okay. Good. Now the question is that, how are we talking about that? Why do we have even talk about that? Why do we need to think about that? There must be good cases for big endians. There must be good cases for little endians. So if we look at the data transfer, and you would like to have the significant information goes first, then you would like to use big endian. But it's possible that you would argue that the last bit would contain the most important information. Then you like to use little endian. So the question ends up with the same question, the same concept for communication. Which information is most important? Then you would like to transfer that first. But when we look at the computer designs, we are not talking about data transfer. We are talking about conventions. The question is that a good idea to have big endians or the little endians? So I would like to
remind you not to read the Wikipedia in German, but I'm going to read the opening of this document. So the lecture is over today, but if you are interested in reading this document together with me, at least for the first few sentences, then you are welcome to stay here. This is basically the reason why it's not an issue at all to use big endians or the little endians. It's more an issue on whether you understand the problems correctly or not. There's an article from Danny Cohen in 1980 on the holy wars and the plea for peace. This is an attempt to stop a war. I hope it's not too late. And that somehow, magically, perhaps peace will prevail again. The later comes into the arena belief that the issue is what is the proper type order in messages. And this document says that it's a holy war. And it's hope not too late to stop the argument, because whether you like or whether you prefer big endians or you prefer little endians, it's only a belief. It's not justifiable by to standardize that. It's more on your convention. Now you can look at the processors you have in the market. Some of them are with big endians, some of them are with little endians, some are possible to be configured by the users. That shows that there's no concrete benefit of one design. It's only up to the designer's choice which one is more convenient, and more importantly, which one is compatible to the previous designs. It has nothing to do with science. It's more related to the design choice and design philosophy of the chip manufacturers and the designers. With that, I hope I also give you the information about the big endianness and little endianness, and see you on Wednesday.